Ich bin Sebastian, Instrument- und Sounddesigner bei Steinberg. Wir sind heute hier in den Yeah 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 Studios in Hamburg und haben eine mehrtägige Sample-Session eines wunderschönen E-Pianos hinter uns. Es handelt sich hier um ein Hohner Electra von 1970. Dieses ist relativ unbekannt, es wurde aber auf sehr vielen bekannten Platten benutzt, also auch bei Led Zeppelin Stairway to Heaven zum Beispiel. Das Instrument steht natürlich im Schatten seiner bekannten Zeitgenossen, dem Fender Rhodes und dem Wurlitzer A200. Dennoch ist es für den guten Klang berühmt und genau deswegen haben wir uns auch für dieses Instrument entschieden. Hier in den Studios, das ist sehr gut ausgestattet mit sehr viel Analogtechnik, also mit sehr vielen spannenden Keyboards und spannenden Verstärkern, einem exzellenten Polygram-Mischpult und einer riesen Sammlung an Vintage-Equipment. Somit haben wir versucht, die Creme de la Creme auszuwählen, die bestmöglich zu dem Instrument passt und das Instrument in verschiedenen Facetten aufzunehmen und festzuhalten und spielbar zu machen. Also wir haben zum einen das direkte Signal aus dem Hohner aufgenommen, das dann durch 3 Vintage-Amps reampt. Zum einen ein MPEG V4, zum zweiten ein Röhrenamp aus den 50ern, The Tower, und zum dritten ein Fender Twin Reverb. Die unterschiedliche Charakteristik dieser 3 Amps möchte ich am finalen Instrument kurz zeigen. Deshalb hören wir zuerst die Sequenz einmal mit dem direkten Signal aus dem Hohner. Jetzt hören wir nur den MPEG V4. So klingt der kleine Röhrenamp aus den 50ern, The Tower. Und zu guter Letzt hören wir die Sequenz einmal mit dem Fender Twin. Aufgenommen haben wir das Instrument mit mehreren Dynamikstufen, insgesamt 8 für jeden der 72 Töne. Hinzu kommen unter anderem noch Release-Samples, die ebenfalls chromatisch und mit 8 Variationen von leise nach laut gespielt wurden. Diese wurden dann nachbearbeitet und so zusammengefügt, dass man später mit dem virtuellen Instrument eben das Gefühl hat, als würde man am echten Hohner Electra sitzen. Als weitere Besonderheit möchte ich gerne auf den Hall-Effekt des MT-Elektras eingehen. Die Hallimpulsantworten, die man im Instrument zur Verfügung hat, die wurden auch alle hier in den Studios aufgenommen und speziell auf die klanglichen Besonderheiten des Instruments abgestimmt. Somit hat man die freie Wahl zwischen verschiedenen Chambers, Rooms, Plates und Springs. Als kleines Beispiel hier die Dark Chamber mit 1,4 Sekunden Nachhall und der Small Room mit 0,8 Sekunden Nachhall. Die Chamber- und Room-Impulsantworten kommen alle von dem Lexikon 224. Als weiteres Beispiel hier eine Plate mit 1,5 Sekunden und noch eine lange Plate mit 4 Sekunden Nachhallzeit. Die Plate-Impulsantworten stammen von der berühmten Goldfolienplatte der EMT 240. In der letzten Kategorie befinden sich verschiedene Federhälle allesamt von altem Outboard-Equipment. Hier als kleines Beispiel den Space 1 Federhall und zu guter Letzt noch die Spring 3. Das Besondere an diesem Instrument, jetzt speziell in diesem Studio ist, das stammt direkt von Hohner. Das wurde von denen auch komplett aufbereitet und neu refurbished, neu eingestellt und es zeichnet sich im Klang durch super schön warme Bässe aus, einen sehr definierten Mittenbereich und auch irgendwie glockige Obertöne. Es ist von der Klangcharakteristik her so etwas zwischen dem Fender Rhodes und einem Wurlitzer und bietet einfach mal so ein bisschen was Neues und Frisches und Ungehörtes. Und ich hoffe, dass es in diesem hellen Instrument auch bestmöglich rüberkommt und dass man sich wirklich vorstellen könnte, man säße jetzt hier am Originalinstrument und darf dieses Instrument auch spielen.